Viele Investoren legen ihr Geld in langfristige Staatsanleihen an, da diese besonders sicher sind. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg sind indonesische Anleihen so lukrativ, dass sie alle ihre Konkurrenten ausstechen. Lohnt es sich daher, indonesische statt deutsche Bundesanleihen zu kaufen? Zehnjährige Bundesanleihen haben derzeit eine Rendite von -0,4%, während indonesische Staatsanleihen eine Rendite von 7,3% einbringen. Lohnt es sich daher, sein Geld in indonesische Rupiah zu tauschen und in indonesische Staatsanleihen zu investieren? Vergleicht man lediglich die Verzinsung, so würden wir uns vermutlich sofort für die indonesischen Anleihen mit einem Renditevorteil von 7,7% entscheiden. Zudem fördert das stabile Wirtschaftswachstum Indonesiens und die geringe Schuldenquote der Regierung das Vertrauen ausländischer Investoren. Jedoch sollten wir bei einem solchen Investment zwei Faktoren genauer berücksichtigen: das Wechselkursrisiko und die Inflation. Die Entwicklung des Wechselkurses ist wichtig, weil die Rückerstattung des Anleihenwertes in 10 Jahren erfolgt. Verliert die Rupie an Wert, bekommen wir weniger Euro zurückerstattet. Betrachten wir den Wechselkurs Rupiah-Euro der vergangenen 10 Jahre genauer, dann sehen wir zum Teil erhebliche Schwankungen. Darum müssen wir uns aber keine Sorgen machen. Da wir unser Geld erst in 10 Jahren in Euro zurücktauschen, sind für uns die kurzfristigen Schwankungen weniger relevant als die durchschnittliche Wechselkursentwicklung. Im Schnitt hat die Rupie in der Vergangenheit pro Jahr 3% an Wert gegenüber dem Euro verloren. Überschlagen wir das Ganze. Ziehen wir 3% von unserem Renditevorteil ab, bleiben 4,7% übrig. Selbst wenn die Rupie zusätzlich um 4,7% abwertet, wären beide Investments noch gleich rentabel. Doch wie realistisch ist so eine Abwertung eigentlich? Da der Wechselkurs maßgeblich durch die Inflation beeinflusst wird, lohnt es sich für uns, ihren Einfluss genauer zu betrachten. Steigen die Preise in Indonesien, brauchen wir mehr Rupiah, um das gleiche Produkt zu kaufen. Steigen die Preise in der Eurozone weniger stark, brauchen wir auch mehr Rupiah, um 1 Euro zu kaufen. Die Rupiah wäre dann weniger wert und wertet gegenüber dem Euro ab. Werfen wir einen Blick auf die vergangenen 10 Jahre. Die Inflation in Indonesien lag im Schnitt 3% über der in der Eurozone. Damit entsprechen die Inflationsunterschiede den Wertverlusten der Rupiah gegenüber dem Euro. Der Inflationsunterschied ist in den vergangenen 4 Jahren stark zurückgegangen. Das liegt insbesondere daran, dass die indonesische Zentralbank Inflation rigoros bekämpft. Außerdem hat sie gleichzeitig ihr Inflationsziel gesenkt. Heute liegt es nur noch 1% über dem europäischen Ziel. Aber wie wird sich dieser Inflationsunterschied in Zukunft entwickeln? In Zukunft rechnen wir mit einem geringeren Inflationsunterschied, da Indonesien seit 2014 sein Inflationsziel eingehalten hat. Dadurch würden künftig weniger als 3% des Renditevorteils abschmelzen, weshalb mit höheren Margen als 4,7% zu rechnen ist. Halten wir fest, die indonesische Rupie wird in den kommenden Jahren vermutlich leicht abwerten. Trotzdem erscheinen indonesische Anleihen aber deutlich rentabler als Bundesanleihen.